Der Michael aus Wetzikon leidet an der seltenen Krankheit Erythromelalgie. Diese Krankheit hat im weitesten Sinn mit Durchblutungsstörungen zu tun. Die Symptome sind geschwollene und glühend heisse Füße. Wegen der starken Beschwerden hat der Michael seine Wohnung in den letzten 2 Jahren kaum mehr verloren. Bis vor 3 Wochen, wo er dank einem Tipp von seinem Bruder in den Kibun-Shop auf Rütti ist und den Schweizer Luftküssenschuh entdeckt hat. Der Schuh, der kann meine Krankheit nicht heilen. Aber der Schuh hat mir mein Schmerzlevel auf 25 bis 50% abgesenkt. Das heisst, ich kann wieder zum Haus aus. Ich kann ins Thermalbad gehen, ich kann baden, schwimmen. Dank dem Kibun-Schuh kann sich der Michael wieder bewegen und so den sogenannten Standschäden entgegenwirken. Dem Problem, das der Bewegungsmangel mit sich gezogen hat, sind inzwischen fast grösser als die Krankheit selber. Vor 3 Wochen habe ich den Schuh gekauft. Da bin ich noch an Krücken durch die Gegend geächtzt. Langsam, wie ein alter Mann. Und heute kann ich zur Hütte aus, kann shoppen, kann kleine Sachen erledigen. Und die Freiheit, die man da hat, das ist, wie wenn man das erste Mal ein Auto fährt oder ein Motorrad. Man hat plötzlich wieder Möglichkeiten. Die Lebensqualität ist dank dem Schweizer Schuh in noch kürzester Zeit gestiegen. Man kann in den Laden hineinkommen, einen Schuh anziehen und man merkt in der exakten Minute, wo man den Schuh anzieht, das bringt es. Also, um ehrlich zu sein, die Kaufentscheidung ist keine Frage. Es braucht einfach ein bisschen Angewöhnung nachher. Aber nachher ist man sehr dankbar. Trotz der geschwollenen, glühend heissen Füße und den starken Schmerzen, die die seltene Krankheit mit sich bringt, hat Michael den Glauben an eine Besserung von seinen Beschwerden nie verloren. Ich finde es vor allem wichtig, dass Leute, die in meiner Situation waren, wie ich war vor 3 Wochen, wissen, dass Hoffnung oben ist. Dass nicht alle Hoffnung verloren ist. Nur weil sie praktisch nur noch mit Mühe und Ach und Krach in der Küche stehen und vielleicht etwas kochen und sonst nichts mehr machen können. Ich glaube wirklich, wenn ihr Schmerzen habt in den Füßen, beim Laufen, beim Bewegen, beim Rausgehen, es wäre wenigstens ein Versuch wert. Die Beratung ist phänomenal hier. Der Rütti-Shop, ich kenne jetzt nur den, weil er in der Nachbarschaft ist, hat sich eine enorme Mühe gegeben, mich zu beraten, mir Sachen zu empfehlen, mir zu helfen und hat mich nicht rausgelassen, bevor ich auch 100% sicher war, dass ich es richtig hatte. Der Thomas van Haften vom Kibun-Shop mag sich noch gut an die erste Begegnung mit dem Michael erinnern. Also ich bin fast ein bisschen verschrocken, weil ich das Gefühl hatte, so wie der reinkommt mit seinem Outfit, habe ich mich gefragt, kann ich dem überhaupt helfen? Er ist mit Turnhöschen gekommen, Schlarpen und es war draussen irgendwie um 0 Grad gewesen. Und Stöcke hat er gehabt und musste absitzen. Während der Michael vor 3 Wochen noch von seiner Krankheit und den geschwollenen, glühend heissen Füßen gezeichnet war, geht es ihm heute um einiges besser. Also der Schuh hat mir, und da tue ich nicht übertrieben, der Schuh hat mir wahrscheinlich ein paar Jahre zusätzliche Lebensjahre beschert. Und obwohl meine Krankheit sehr selten ist, vermute ich, dass viele Leute, die ähnliche Probleme haben, die nicht laufen können, die nicht zum Haus aus wegen Rheuma oder Gicht oder so Sachen, sehr wohl ebenfalls profitieren könnten. Weil man läuft wie auf Wolken. Und für die Schmerzen, die man hat, wenn man nur schon in der Küche steht, ist der Schuh eindeutig eine Sensation. Darum gibt Michael seine Erfahrung weiter und hofft, dass auch andere Schmerzpatienten den Kibun-Schuh entdecken und mit ihm die Schmerzen lindern können. Michael ist es auf jeden Fall gelungen und er tut den Schweizer Schuh nur noch zum Schlafen ab.